Hallo meine Lieben, auch wenn die ganzen Sonderregelungen jetzt langsam aber sicher aufgehoben werden, ist ja immer noch nicht so die Zeit, um jetzt große Geburtstagsfeiern zu machen. Ich bin jemand, der immer so einen Kuchen mitgebracht hat. Meine Freunde kennen so meine kleinen Backkünste und naja, das geht halt im Moment nicht oder es finden halt einfach nicht Geburtstagsfeiern statt. Und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, wie ihr einen Schokokuchen im Glas machen könnt und das dann verschenken könnt. Und dann habe ich noch ein anderes Thema. Ich habe mir das letzte Video angeguckt und dachte mir so, meine Güte, deutsche Sprache ist schwere Sprache, ne? Und deshalb wollte ich hier mal was dazu sagen. Ich habe so das Gefühl, ich muss mir ein bisschen erklären. Es ist ja so, dass Hochdeutsch nicht per se meine Sprache ist, ne? Ich rede eigentlich Berndeutsch. Aber ich wollte halt einfach mehr Leute erreichen als jetzt nur innerhalb der Schweizer Grenzen und deshalb dachte ich mir, ich mache meine Videos auf Hochdeutsch. Aber wenn man dann das Ganze aufnimmt und sich auf das konzentriert, was man gerade macht und da keine Fehler machen will und dann immer noch darauf achten, dass man keine Ms einbaut, wie ich das gerne mache, dann können da halt einfach Fehler passieren. Es ist tatsächlich so, wenn ich Berndeutsch spreche, habe ich dieses Problem mit den Ms massiv weniger. Wenn ich Englisch spreche, habe ich es circa im gleichen Umfang, wie wenn ich Deutsch spreche, und wenn ich Französisch spreche, dann wird es richtig schlimm mit den Ms. Aber naja, long story short, es ist halt einfach so, dass mir Fehler passieren und ich kann sie teilweise auch nicht mehr rausnehmen, weil der Text mit dem Bild zusammenhängt. Und da wollte ich euch einfach, ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass da Fehler passieren. Ich gebe mir natürlich Mühe, dass das nicht der Fall ist. Aber naja, kann passieren. Aber heute eigentlich anderes Thema, ne? Wir gucken uns jetzt an, wie ihr dieses Schokokuchenglas machen könnt. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein Schokokuchen im Glas. Ich kann das nicht allzu gut wenden, damit mir dann nicht alles wieder durcheinander wirbelt. Wir machen hier so ein Label vorne drauf, wo Schokokuchen und Happy B-Day miteinander kombiniert sind. Dann haben wir hier auf der Seite so ein kleiner Umschlag, wo dann der Inhalt und das Rezept drin ist und was man zusätzlich noch braucht, mit einem kleinen Stempel, und eben im Glas drin sind dann geschichtet die Zutaten, die es braucht, um einen Schokokuchen zu machen. Und wie ihr einmal dieses Label macht und dann den Rest, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und ich habe euch ja gesagt, ich werde euch jeweils mitteilen, wenn es einen Unterschied gibt zwischen der Cricut Joy oder dem Brother Canvas. Und hier ist es effektiv so, wenn ich so ein Label mache, weil beim letzten Mal hatten wir die Schrift behalten, dieses Mal werden wir alles außer der Schrift behalten. Das heißt, ich habe hier ein Label drumherum, wo ich dann auch diese Ecken sehen werde. Und was ich mag, wenn es gerade so auf ein Marmeladenglas geht, wenn das abgerundete Ecken hat. Beim Cricut Design Space ist es aber so, dass ich hier nur Quadrate zur Verfügung habe oder Kreise. Es gibt kein Element, welches diese abgerundeten Ecken hat, und es gibt auch keine Bearbeitungsmöglichkeit, wie ich hier diese Ecken abrunden kann. Das ist einfach ein Viereckpunkt. Und ja, da werde ich das nachher effektiv mit meinem Eckenabrunder, den ich fürs Papierbasteln verwende, werde ich halt die Ecken abrunden. Diese Möglichkeit habt ihr auf dem Brother Canvas. Da habt ihr effektiv auch Vierecke also ihr habt einfach wesentlich mehr Formen zur Verfügung und da habt ihr ein Viereck, das abgerundete Ecken hat. Also von dem her, das hier der wesentliche Unterschied. Ansonsten ist es eigentlich gleich. Jetzt will ich als erstes natürlich gucken, wie groß mein Label denn sein soll. Und ich will hier schon was etwas größer ist.
Das heißt, ich würde hier auf 9 gehen und das passt dann auch in der Höhe. Oder nee, ich korrigiere mich. Ich nehme eine 8. Ich nehme effektiv eine 8, damit man dann von diesen Schichten auch noch ein bisschen mehr sieht. Das heißt, die Größe, die ich haben will, ist 8 x 8 cm. Das heißt, ich gehe hier auf Bearbeiten und gebe hier anstatt der 9 eine 8 ein. Da ich das Schlösschen geschlossen habe, korrigiert es mir auch gleich die andere Zahl. Vielleicht vom Design her, was ich gemacht habe, ich habe hier effektiv einfach Schriften eingefügt, habe die immer so ein bisschen ausgerichtet, damit es schön mittig ist. Das heißt, ich habe zuerst diese 4 Schriften gemacht und habe das Viereck gemacht und das dann hier über ausrichten. Einfach geguckt, dass es A mittig ist und dann habe ich einfach diese beiden Elemente miteinander verbunden und das gesagt, es soll horizontal mittig sein und ja, da habe ich einfach geguckt, dass es alles passt. Dann habe ich 3 Sterne gemacht und die in etwa platziert und habe dann die auch wieder horizontal ausgerichtet und ich habe aber auch gesagt, es soll mir die gleichmäßig verteilen. Dann habe ich das Ganze hier, also diese Sterne gruppiert, kopiert oder dupliziert und dann einfach hier drüben angebracht, das so ein bisschen geguckt, einfach, dass es dieselben Abstände hat und dann habe ich diese beiden Elemente dupliziert und die hier unten noch platziert. So einfach ist so ein Design gemacht. Jetzt, wenn wir alles fertig haben, kann ich hier auf Herstellen gehen. Dann fragt er mich ohne Schneidematte, auf der Schneidematte oder auf der Kartenschneidematte. Ich habe eine ganz normale Schneidematte. Und dann habe ich mir ein Stück rosarotes Vinyl ausgeschnitten, welches ich auf die Matte drauf bringe. Jetzt seht ihr, das platziert es hier zwischen 7 und 9. Das heißt, ich habe hier auch genug Material. Auch hier zwischen 7 und 9. Das heißt, ich habe hier wirklich genug Material drauf. Ich verwende mein ganz normales Vinyl und beim letzten Mal, als ich versucht habe, Vinyl so filigran zu schneiden, wie hier dieses Happy und B-Day, hatte der echt seine Mühe. Jetzt gucken wir mal mit weiter, was wir da am besten für ein Material auswenden, weil per se ja zeigt euch eure Favoriten an und ich bin dann einfach auf alle Materialien, habe Einstellungen gewählt und habe hier gesagt Plus, habe dem einen Namen gegeben, zeige es euch nur kurz, darum sage ich dem Test 2 und was ich dann gemacht habe, ich habe hier das runter auf 100 gezogen. Und das so gespeichert. Und dann könnt ihr zurück und dann findet ihr das, was ihr selber erstellt habt. Das war jetzt hier bei mir der Test 2. Ich habe das vorhin schon gemacht mit diesem Vinyl VB. Markiere mir das als Favorit. Und jetzt könnt ihr das hier ganz einfach auswählen. Jetzt gucken wir mal, ob das die Lösung von diesem Problem ist, von wegen, dass es mit filigranen Schnitten, dass die Cricut mit filigranen Schnitten nicht zurechtkommt. Jetzt sagt er zuerst Fine Point Blade laden, das habe ich gemacht und dann will er die Matte haben, die gebe ich ihm auch. Und dann kann ich auf Go drücken. Wenn er damit fertig ist, dann sagt er mir das, dann kann ich hier auf Auswerfen drücken und dann haben wir das auch schon mit dem iPad und der Cricut. Ich hatte teilweise ein bisschen ein Problem, wenn es euch Elemente löst, guckt wirklich auch hier ins Messer rein, ob da irgendwelche Elemente noch hängen bleiben. Wenn ja, müsstet ihr die rauspulen, ansonsten ist es okay.
gucke ich mal, ob ich das hier verwenden kann. Das Ergebnis ist definitiv besser. Ich habe es auch nicht mehr so, dass es mir irgendwie hinten durchgeschnitten hat. Ich schneide es noch kurz zurecht. Mit den Buchstaben per se habe ich nicht so ein Problem. Ich nehme euch kurz ein bisschen ran. Weil ich per se, ich brauche nur die Innenräume. Das heißt, wenn es hier den I gelöst hat, kein Thema, weil ich brauche eh nur das Negativ davon. Die Sterne kann ich auch wegnehmen. Jetzt schneide ich kurz hier dieses den weißen Rahmen weg, weil ich will ja die Ecken noch kurz abrunden. So, und jetzt kann ich hier wunderbar mit den Ecken rein und die ganz einfach abrunden. Und das sieht für mich doch wesentlich schöner aus so. So, wunderbar. Jetzt müssen wir das Ganze noch übertragen. Dann nehme ich ganz einfach von meiner Übertragungsfolie und schneide das entsprechende Stück ab. Und dann nehme ich das Rakel und streiche zuerst mit dem Filzteil drüber. Weil was jetzt passieren muss, ist, dass alles, was hier rosa ist, auf diesem Übertragungsmedium kleben bleibt. Da gucke ich auch gerade so bei diesen filigranen Teilen, dass ich da wirklich ein paar Mal drüber gehe, dass das da dran haftet. Jetzt schneide ich hier noch kurz ringsherum in etwa dieses Klebeband weg. Weil wenn es so ein bisschen gerade ist, dann geht es dann nachher auch besser, um das auf das Glas zu übertragen. Ich sehe es dann halt einfach besser. So, dann haben wir das. Und jetzt können wir gucken, ob ich das ablösen kann. Wenn irgendetwas jetzt hier an dieser Folie kleben bleibt, dann müsst ihr da mit dem Rakel nochmal drüber streichen, damit sich das wirklich gut löst. Aber selbst meine filigranen Teile sind alle mitgekommen. So. Und das soll jetzt auf mein Glas drauf. Und jetzt muss das halt einfach in einmal schön drauf. Und zwar schön gerade. Und dann lege ich das jeweils in der Mitte hin und streiche nach außen das dann fest, damit ich hier keine Luftblasen drin habe. Jetzt gehen wir da mit dem Rakel drüber und machen das fest. Und jetzt könnt ihr hier dieses Übertragungsmedium nehmen und ich gehe da jeweils einfach so und hole das und ziehe das dann flach quasi weg. Wenn jetzt irgendwas mitkommt, dann müsst ihr da auch noch mal mit dem Rakel drüber, aber das sieht hier eigentlich sehr gut aus. So, ihr seht, das klebt wunderbar hier drauf, mal abgesehen davon, dass ich es nicht geschafft habe, das wirklich mittig hinzukriegen. Hier schon, aber hier auf den Seiten ist es leicht da drüben, aber naja, Vorführeffekt, ne? Ist jetzt doof, aber ist halt einfach so. Das Gute ist, das Glas ist auch nicht komplett gerade, also es hat so Rundungen, von dem her, ja, kann man das ein bisschen vergeben.
Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch befüllen. Wenn ihr das Ganze dann befüllt habt, dann sieht das in etwa so aus. Ich kann es jetzt nicht ganz kippen, aber ihr seht hier wirklich durch den Schriftzug den Inhalt, was ich extrem cool finde. Und es macht Sinn, wenn ihr jeweils schichtet. Also dunkel und hell oder die unterschiedlichen Materialien einfach schichtet. Vom Inhalt her, das stelle ich euch unten in die Links rein. Was ich mache, ich packe wirklich so einen Zettel auch immer als Geschenk dazu. Und da steht einerseits drin, was der Inhalt der Dose ist, von wegen einer Unverträglichkeiten, dass die Leute auch wissen, was da drin ist. Oder die Leute, der Beschenkte oder die Beschenkte natürlich. Dann steht auf dem Zettel auch drauf, was man zusätzlich braucht zu dem Inhalt, weil Eier, Milch, das könnt ihr natürlich so nicht befüllen. Das muss man dann zusätzlich sich beschaffen. Und dann logischerweise auch, wie die Zubereitung ist. Hier Backofen vorbereiten, Butter und Eier schaumig schlagen, restliche Zutaten untermischen und naja, so weiter und so fort. Ich habe hier extra die Schrift verwendet, die ich auch schon fürs Happy B-Day verwendet habe. Das ist ein bisschen schön zurechtgeschnitten und hier so ein kleines Briefchen gestaltet. Das ist wirklich komplett simpel gemacht. Das sind 2 Seiten zusammengelegt und dann hier die Lasche quasi zusammengeklebt und oben ein Loch rein. Und dann habe ich passend zum Schokokuchen einen Stempel drauf gebracht. Ich habe hier so ein super süßes Schokostempel-Set. Und da steht, Chocolate is cheaper than therapy and you don't need an appointment. Was ich super cool finde. Und das könnt ihr dann hier so mit einem Band quasi an der Dose festmachen. Und dann ist es hier dran und kann eben bei Bedarf weggenommen werden und der Inhalt gelesen werden. Und das war das, was ich euch heute auch schon zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch mal nachzubasteln. Wenn dem so ist, dann gerne auch ein Like unten. Und die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!